Wie eine schwarze Ader zieht sich der Fluss durch das Valley von de la Jacques-Cartier. Wir fahren am Fluss entlang, immer tiefer in das Tal und freuen uns auf die bevorstehende Wanderung. Übrigens konnten wir nach einer weiteren kalten Nacht im Van unsere Gasflaschen wieder auffüllen lassen, sodass wir endlich wieder ohne Schal und Mütze schlafen können. Der Les Loups Trail ist eine ca. 12 Kilometer lange Wanderung durch wunderschön bewaldetes Gebiet. Es geht stetig bergauf. Bis man mit einem atemberaubenden, wunderschönen Ausblick über das Tal belohnt wird. Wir verlassen den Park und fahren auf den Highway Richtung Quebec City. Unsere Gedanken schweifen immer wieder ab. Ein Zustand der geteilten Aufmerksamkeit, in dem unser Geist versucht, die vielen verschiedenen Eindrücke zu verarbeiten. Wir fragen uns, was diese Reise noch alles für uns bereithält. Von Kanada bis nach Südamerika. Wird unser Fahrzeug den Strapazen gewappnet sein? Sind wir den Herausforderungen der Reise gewachsen? Denn schon oft fängt es mit Kleinigkeiten an. Vor lauter Quatschen haben wir nur noch einen Strich Benzin und Reichweite 58 Kilometer. Und die nächste Tankstelle soll in 47 Kilometer sein. Also etwas sportlich. Jetzt mal schauen, ob du vielleicht noch eine Alternative abseits dem Highway findest. Was steht da mit einem Strich? Nichts mehr. Nada. Vor 6, 7, 8 Minuten stand 43 Kilometer und jetzt steht nichts mehr dran. Machen sie ja mit Absicht, dass du halt so schnell wie möglich dann den Tankstellen anfährst. Nur in Kanada ist es halt ein bisschen schwierig. Ja, hoffe ich, dass wir jetzt die Tankstelle finden. Ja, und den Zusatzkanister sollte man dann auch mal befüllen. Auch wenn hier eigentlich immer regelmäßig Tankstellen da waren, zur Sicherheit wäre es gut. Machen wir.
dann endlich die lang ersehnte Rettung. Tankstelle erreicht. Der hat keine Kartenzahlung. Great, thank you very much. You too, bye. Wir erreichen Quebec City. Quebec ist die Hauptstadt von der zum größten Teil französisch sprechenden Provinz Quebec, wurde 1608 gegründet und liegt hier wunderschön am St. Lawrence-Strom. Wir freuen uns jetzt, die Innenstadt ein bisschen zu erkunden. Die wunderschöne Altstadt mit ihren kleinen engen Gässchen, welche sofort französischen Flair versprühen. Und die Befestigungsanlagen von Quebec zählen seit 1985 zum UNESCO-Weltkulturerbe. In Quebec fanden mehrere epische Schlachten und Belagerungen statt, die nicht nur die Geschichte Kanadas grundlegend veränderte. Einmal mit Schokolade und einmal mit Salz und Butter. Super! Heute Abend, Filmabend. Auf dem Weg von New Brunswick über Quebec in Richtung Ontario fahren wir über die längste gedeckte Brücke der Welt.
Wo sind wir denn, Schatze? In Newmarket. Und wer hat hier sein Büro? Peter McKinnon. Für alle, die Peter McKinnon nicht kennen sollten, Peter McKinnon ist ein kanadischer Foto- und Video-Creator aus Toronto. In Videotutorials auf seinem YouTube-Kanal informiert und inspiriert er seine Abonnenten in Sachen Fotografie und Kinematografie. Und wie er seine Zuschauer inspiriert hat, hat er auch mich inspiriert. Ich folge ihm schon seit den Anfängen und ich habe viel von seinen Tutorials lernen können. Peter genießt weltweites Ansehen in der Branche und hat mittlerweile auf seinem YouTube-Kanal über 5,8 Millionen und auf Instagram 3,2 Millionen Abonnenten. Und als wir die Reise geplant haben, kam mir plötzlich der Gedanke, hey, Pete kommt ja aus der Nähe von Toronto oder hat er sein Studio. Und wie cool es denn wäre, wenn wir dann mal in einem Café vorbeischauen würden, wo er immer seinen Kaffee holt. Was dann aber passiert ist, das hätte ich mir nicht mal erträumen können. Peter McKinnon. Ist aufgeregt? Ja, schon witzig, wenn man so eine Person die ganze Zeit nur aus YouTube kennt und der im fernen Kanada wohnt und jetzt ist man hier so in seiner Hut unterwegs, schon cool. Ja. Newmarket haben sich nicht nur die YouTuber Peter McKinnon und Matti Haapoja beruflich niedergelassen. Hier wurde unter anderem auch der Schauspieler Jim Carrey geboren. Im Main Street Tattoo Studio holen wir uns noch ein kleines Souvenir. Ach du Scheiße, was ist das? Ah! There's like a whole little house in here. Look Look at this, it's so clean, and there's like a table, and there's a nice little, this is nicer than most of my friends' apartments. Wow. Anyways, hello, let's follow these guys, and they're gonna be driving all over the world, so tune in. Okay, well, maybe I'll see you again sometime. Bye. Wurde 1608 gegründet und mehr weiß ich nicht. Das Metropolitan Café, wo er immer wieder seinen Kaffee holt. Metropolis. Metropolis Café. Und unterhalb liegt das Cosmopolitan, ja? Nee.